Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und ich bin tätig unter anderem in der Traumatherapie und auch im Bewusstseinscoaching. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, die Visuals und alles, was sonst noch zum Gesamtpaket dazu gehört. Und auf diesem Kanal versuche ich so viele Perspektiven, so viele Deutungsweisen aufzudecken, wie mir nur möglich ist und versuche darüber auch psychologische und philosophische Perspektiven mit reinzubringen. Und heute, meine Damen und Herren, da haben wir Captain Peng auf diesem Kanal zum ersten Mal. Ich liebe Captain Peng. Meine Güte, was für ein Künstler. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, weil ihr mit mir hier in diese Reise quasi einsteigt über meinen Kanal, dann schneidet euch an. Meister der Philosophie und Meister der Psychologie und Meister im Deutsche Reime, schnellem Rap und was auch alles so dazu gehört und des Humors und das ist einfach ein super geiles Gesamtpaket, der gute Mann. Und ich würde hier ein kleines bisschen ausholen, warum ich diesen Mann und seine Sachen auch so feiere und warum ich ihn auf diesen Kanal mitbringe. Wer darauf keinen Bock hat und einfach nur die Reaction sehen will, der spult ein bisschen vor. Ihr seht ja hinten in den Kapiteln, wo es losgeht. Ich markiere euch das sozusagen. Genau, also ich komme im Prinzip aus dem Bereich des Konstruktivismus. Der Konstruktivismus ist eine philosophische Ausrichtung, könnte man sagen, wo es darum geht, dass wir uns unsere Realität immer selbst erschaffen. Auf Basis von unserer Wahrnehmung, unseren ganzen Filtern, die wir intus haben, von was glaube ich über das Leben, was habe ich für Erfahrungen gemacht, was glaube ich über die Menschheit, was glaube ich über mich selbst. Und diese ganzen lustigen, selbsterfüllenden Prophezeiungen, die dann mit reinspielen, dass wir eben unsere Perspektive verlieren, außerhalb unseres eigenen kleinen Reiches von Denkmöglichkeiten, anders draufzuschauen. Das heißt, wir projizieren unglaublich viel auf die Dinge, die wir sehen, die wir mitkriegen, die wir hören, die wir bei anderen sehen, weil das Gehirn die ganze Zeit am Vergleichen ist und sagt, ah ja, das kennen wir da und daher, ah ja, das ist das und das. Also quasi Schubladendenken. Aber das, was es macht, zusätzlich ist, dass es uns weismachen will, dass das die Wahrheit ist. Und wir hinterfragen das nicht so sehr, sondern kämpfen dann darum, ja, ich habe doch aber genau gesehen, wie du da geguckt hast. Und deswegen weiß ich ziemlich sicher, dass du das und das gedacht hast. Oder dass du abfällig auf mich geschaut hast oder irgendwie so ein Quatsch. So, und dann kämpfen wir darum, dass unsere Wahrnehmung die richtige ist. Und sind überhaupt nicht mehr neugierig für das, was bei dem anderen eigentlich los ist, sondern denken gleich, der lügt doch. So. Und natürlich gibt es Momente, wo der andere auch lügt. So ist es ja nicht. Ja. Aber oft genug interpretieren wir einfach viel zu viel da rein, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was da wirklich ist. Und alles, was wir wahrnehmen und in unserem Gehirn irgendwie denken, fühlen, abspielen können als Bild, als Gesamtes sozusagen, als innere Geschichte. Das ist ein Konstrukt, was unser Gehirn gebildet hat. Anders kann es die Welt gar nicht wahrnehmen. Und jetzt mache ich meine Schleife zu Captain Peng. Captain Peng geht genau darauf immer wieder ein, wie wir uns selbst unsere Realität erschaffen. Es wird auch noch ein Song kommen, den ich besonders liebe, aber ich dachte, ich starte mit etwas, was ein bisschen entspannter ist. Aber der Song, der noch kommen wird, ist Sophie. Und das ist mein absoluter Lieblingsset von ihm, sozusagen, wo es genau darum geht. Wir erschaffen uns unsere Realität. Und immer wieder da auch mit Humor draufzuschauen und weg von dieser Engstirnigkeit von, ich muss das Ganze richtig haben, ich muss alles verstehen, ich muss alles wissen. So, weil wir sind ja heutzutage in so einer Welt, wo es so schwierig geworden ist, vermeintlich falsch zu liegen oder es nicht zu wissen. So. Sondern es basiert immer darauf, dass irgendjemand sagt, ich habe die Wahrheit und dann folgen ihm alle. Und das macht das ein bisschen schwierig und das macht alles ein bisschen eng. Und diese Enge führt oft dazu, dass wir um irgendwas kämpfen, um mindestens diese Wahrheit. Und dass wir nicht mehr flexibel sind und dass wir nicht mehr so weich oder, ja, wie nenne ich das, offen im Miteinander mit anderen Menschen sein können und für die Wahrheiten anderer Menschen, sondern wir sind so schnell im Verurteilen. Weil wir Angst haben, dass wenn wir nicht richtig sind, dass wir dann falsch sind und wenn wir falsch sind, dann werden wir nicht gefeiert oder dann werden wir ausgeschlossen, dann werden wir abfällig von oben betrachtet oder was auch immer. Also machen wir genau das mit den anderen, dass wir sie von oben bewerten und sagen, was hast du denn da für eine Wahrheit? Damit uns das selbst nicht passiert. Und so weiter und so fort. Große, lange Schleife könnte ich hier jetzt noch drehen. Aber das soweit erstmal zu der Geschichte. Als ich dann Captain Peng das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, endlich mal jemand, der in diesem Bereich unterwegs ist. Und wie cool ist das denn bitte?
Genau, und in diesem Song, der Anfang ist nah, würde ich sagen, bevor ich jetzt hier groß und breit schon mal erzähle, hören wir doch einfach erstmal rein. Oder schauen auch erstmal rein. Und ihr macht euch ein eigenes Bild. Und für die großen Fans da draußen von Captain Peng, ich freue mich auch, dass es endlich losgeht hier mit Captain Peng auf dem Kanal. So, los geht's. An alle erschienenen und unerschienenen Erscheinungen, Menschen, Tiere, Meinungen, Gefühle, Fraktale, Zikaden, Mutanten, Schamanen, Fackelträger, Geistreisende und Mikroenzyklopen, jagende Weichorganismen. Es ist an der Zeit, einen Kreis zu bilden. Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Individuum, hallo Gemeinde, hallo Wölfe und hallo Schweine, hallo Fink, hallo Star, hallo Meise, hallo Bäume und hallo Fluss, hallo Hypophyse, hallo Hypothalamus, hallo Dunkelheit und hallo Licht, hallo du, hallo er, hallo ich, hallo Luft, hallo alle Dinge mit Streifen, hallo alle Dinge, die sich als andere Dinge verkleiden, alle Dinge, die fühlen, alle, die denken, alle, die schreiben, alle, die fühlen, lenken, schweben, leiden und alle Dinge, die schweigen, alle Dinge, die schreien und andere Dinge zerfleischen, hallo alle, die sich vor den anderen Dingen verneigen, hallo Dinge, die gleiten und andere Dinge zerreißen, andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten, hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind, alle, die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind, hallo Moleküle und hallo Quanten, alles was es gibt, ruf ich auf, um mir zu tanzen. Hallo Kugelblitze und hallo Erdbeben, alle die ihr Schild senken, alle die ihr Schwert heben, alle Verseuchten, alle Ausgespuckten, alle die im Dunkeln leuchten, alle Kugelblitze und alle Erdbeben, alle die ihr Schild senken, alle die ihr Schwert heben, alle Verseuchten, alle Ausgespuckten, alle die im Dunkeln leuchten. So. Hier hören wir schon mal auf. Worum geht's? Das, was ich hier so liebe, es wird ja so viel aufgezählt. Und das, was wir so gerne machen in unserer Gesellschaft oder auch in unserem Kopf, sind Dinge miteinander polarisieren. Da spreche ich auch ziemlich oft in den ganzen Sachen von Ren drüber, die ganzen Songs von ihm, weil er da auch öfter mal drüber spricht, wie wir alles miteinander polarisieren. Ne? Wir sind ja in so einer Realität sozusagen, wo es vermeintliche Gegenparts gibt. So Dinge, die wir gegeneinander stellen. So warm und kalt, dunkel und hell. So. Und wir machen das mit so vielen Sachen, wo wir sagen, naja, wenn du zum Beispiel traurig bist, dann kannst du ja nicht fröhlich gleichzeitig sein oder sowas. Und wir schließen so vieles damit aus und sagen gleichzeitig auch, das eine ist besser als das andere. Ne? Lieber glücklich oder freudig sein als traurig sein. Und dann machen wir ganz viel dafür, dass das traurig nicht da ist. Und dann gibt es ja immer diese weisen Sprüche darüber, naja, aber nur wer Traurigkeit kennt, der weiß das Glücklichsein zu schätzen. So. Und das mag auch sein, da ist auch irgendwie was dran und gleichzeitig sind das auch alles nur Konzepte. So. Alles wiederum Ideen und Wahrheiten, wie irgendwas funktioniert. Und am Ende geht es ja erstmal darum, zu verstehen, dass alles, was ich da wahrnehme, alles, was ich sehen kann, alles, was ich verstehen kann, ein Konstrukt in mir selbst ist, was ich mir selbst erschaffen habe, in meinem Verständnis, in meinem Gehirn. So. Genau wie andere. Und in manchen Konstrukten oder in manchen Ideen sind wir einer Meinung oder einigen uns quasi auf irgendwas, was für uns nach dem Gleichen ausschaut. Aber ich weiß ja nicht, was in dem Kopf des anderen los ist. Von daher weiß ich nicht, ob der genau das Gleiche denkt wie ich. Aber auf irgendwas haben wir uns auf jeden Fall geeinigt, dass das irgendeine Wahrheit ist jetzt. So. Und das gibt es auch mit vielen Konstrukten auf dieser Welt. Ne? Wasser ist nass. Das weiß die ganze Welt. So, haben wir uns alle drauf geeinigt, weil wir kriegen das ja auch schon alle als kleines Kind beigebracht. Wasser ist nass. Also haben wir das gelernt, also wissen wir das, ja, das, was ich da fühle, wenn ich im Wasser bin, das ist nass sein. So. Aber es ist erstmal nur ein Konstrukt. Irgendwas, damit mein Gehirn das erfassen kann, was es da wahrnimmt. So, damit es das in irgendwas hineinpacken kann, um es sich verständlich zu machen. Und am Ende sind alles
alles Sachen, nur Erfahrungen, die ich mache. Und alle Erfahrungen haben ihre Berechtigung. Alle Gefühle haben ihre Berechtigung. Aber auch hier habe ich gelernt, dass es bestimmte Gefühle gibt, die ich weniger gut finde oder die ich besser finde oder die ich haben sollte oder die ich nicht haben sollte. Ne, wenn ich als Baby traurig oder als Kind traurig war, kam sofort jemand, um mich zu beruhigen, damit die Traurigkeit weggeht. Was lerne ich daraus? Aha, Traurigkeit ist etwas, was schnell weggemacht werden soll. Das ist unangenehm. So. Es ist nicht nur mir unangenehm, sondern es ist auch anderen unangenehm. Die wollen auch, dass das weggeht. Und so sind wir immer damit beschäftigt, Dinge nicht haben zu wollen oder haben zu wollen. Und ich finde das so schön, hier in diesem Song geht es genau darum, alles ist willkommen. Hallo, hallo, hallo Dunkelheit, hallo Quanten, hallo Hypophyse, hallo Thalamus, Hypothalamus und so weiter und so fort. Ja? Alles ist willkommen. Alles rufe ich auf, mit mir zu tanzen. Weil in dem Moment, wo wir anfangen, in eine Annahme zu gehen und einfach erstmal nur sagen, hallo, Erfahrung, die ich da mache, fange ich an zu integrieren, fange ich an, aus meinem Widerstand oder aus meinem Kampf rauszugehen und fange an, weicher zu werden. Und in dieser Weichheit liegt oft eine Leichtigkeit. Da liegt meistens mehr Freude auch drin. Und da sind wir schon wieder bei dem Konstrukt von, ja, Freude ist was Gutes, das ist besser als traurig oder Kampf oder was auch immer. Das ist, ne, so. Da sind wir schon wieder in der Polarisation. Dass ich euch verkaufen will, dass Annahme gut ist, damit ihr dann was Gutes habt. Haha. Vielleicht checkt ihr langsam, was wir hier so machen in der Welt. Und das ist auch total in Ordnung. Aber ich finde es unglaublich spannend und ich liebe das zu verstehen, dass es am Ende nichts gibt, wogegen ich kämpfen muss, weil alles am Ende erstmal nur Erfahrung und Konstrukt ist. Und Bewertung. So. Da ist keine Wahrheit drin. Aber jetzt lasst uns erstmal weiterhören. Alle verseuchten, alle ausgesprochen, alle die im Dunkeln leuchten. Jo, unsere Nichtigkeit heißt zum einen Peng und sie zum anderen herzlich willkommen. Nehmen Sie sich ein Getränk aus unserer imaginären Minibar. Hallo Falltür, tschüss Menschen. Hallo Party, hallo Feiern, hallo Dancen, hallo Grenzen. Hallo Charles Manson, hallo Abhang, hallo Bus ohne Bremsen. Hallo Plan B, hallo Plan C, hallo Plan D, hallo Plan E, hallo Ballo Zahnfee. Hallo Ernst des Lebens, hallo Fessel, hallo Ausbruch, hallo nächstes Level, hallo Stopp. Und hallo weitermachen, hallo Entledigung aller deiner Anziehsachen, hallo Perzipio ergo sum. Hallo überraschend drehendes Raumzeitkontinuum, hallo unendliche Anzahl von Universen, hallo unendliche Zahl von Wesen, die darin entstehen, werden klüger werden, neuer werden, von anderen Wesen besteuert werden, die Quelle allen Seins finden und dabei besteuert werden. Hallo Pointe und hallo Witz, hallo Urknall, hallo warum lachst du nicht, hallo Bakterien und hallo Elefanten, alles was es gibt, ruf ich auf mit mir zu tanzen. Hallo Kugelblitze und hallo Erdbeben, alle die ihr Schild senken, alle die ihr Schwert heben. Alle verseuchten, alle ausgesprochen, alle die im Dunkeln leuchten. Alle Kugelblitze und alle Erdbeben, alle die ihr Schild senken, alle die ihr Schwert heben. Alle verseuchten, alle ausgesprochen, alle die im Dunkeln leuchten. Im Prinzip haben wir hier jetzt erstmal nur eine weitere Aufzählung. Aber das, was ich am Refrain auch nochmal so mag, dieses alle Verseuchten, alle Ausgespuckten, alle, die im Dunkeln leuchten. Das ist, wir haben immer so eine Angst davor, ausgeschlossen zu werden, nicht richtig zu sein. Die Verrückten zu sein, die Merkwürdigen, die von anderen gemieden werden. Und wir haben alle diesen inneren Anteil in uns, der genau das widerspiegelt, der dieses Verrückte in sich trägt, der dieses nicht ganz dazu passen, der eigentlich ein bisschen durchdrehen möchte, der ein bisschen außerhalb der Normen unterwegs ist, vielleicht Wut in sich trägt. Wut ist ja auch nicht besonders anerkannt in unserer Gesellschaft. So. Und dazu sagen, hallo und herzlich willkommen, tanzt mit mir. Und hier bin ich so ein bisschen auch in dem Konstrukt von der Ego-State-Therapie, also Arbeit mit inneren Anteilen. Ne? Bekannt ist das sowas wie das innere Kind, der innere Kritiker oder was auch immer, so in diese Richtung. Oder auch das Teufelchen und das Engelchen auf der Schulter. So. Diese inneren Stimmen, die manchmal in uns so am Rumwerkeln sind oder die irgendwie so gefühlt übernehmen, die uns irgendwelche Ideen einflößen wollen, ob wir jetzt nun etwas besonders gut gemacht haben oder etwas besonders schlecht gemacht werden. Oder
das kleine Kind, was immer noch Angst vor bestimmten Sachen hat und immer noch festhängt in dem Alter, wo wir eine bestimmte Erfahrung gemacht haben. Und genau da geht es darum, diese Anteile zu sehen, erstmal in erster Linie. Weil die meisten versuchen wir wegzudrücken, die meisten versuchen wir irgendwo unter den Teppich zu kehren und zu ignorieren. Auch den inneren Kritiker, der uns die ganze Zeit beschimpft und sagt, was wir alles nicht können und was wir alles doof machen und so. Auch da geht es darum, den überhaupt erstmal anzuhören und nicht sofort wieder wegzuschicken. Weil das, was in der Regel ist, dass sie was Gutes wollen, dass sie irgendein Bedürfnis haben, so wie Menschen auch. So, das Kind, was gerettet werden will, was in seiner Traurigkeit endlich vielleicht da sein darf oder in seiner Wut, was sonst immer unterdrückt wurde. Der innere Kritiker, der eigentlich nur möchte, dass wir nicht von anderen kritisiert werden, dass wir nicht ausgeschlossen werden und deswegen möchte, dass wir so gut wie möglich sind, damit uns das nie passiert oder nie wieder passiert, sondern wir von allen gemocht werden und integriert sind. So. Und wir schicken diese Teile, die eigentlich die ganze Zeit irgendwie versuchen, was Gutes für uns zu erreichen, die ganze Zeit weg. Und ja, wir können darüber streiten, dass die Strategien oder die Arten und Weisen von diesen Anteilen manchmal nicht besonders cool sind. Aber ignorieren hilft leider in der Regel nicht. So. Und deswegen, ja, den inneren Anteilen mal zuwenden, all dem, was wir ablehnen an uns, an anderen Menschen, erstmal nur als ein Konstrukt, eine Erfahrung, die wir machen von Ablehnung, von Wut, von Angst, von Traurigkeit, was auch immer. Und damit tanzen und sagen, hey cool, da habe ich mir was erschaffen. Da habe ich eine Realität, eine Polarisation erschaffen und die erfahre ich gerade über meinen gesamten Körper. Nicht so einfach, aber es ist cool, das zu machen. So. Alle Verseuchten, alle Ausgesprochen, alle, die im Dunkeln leuchten. Hallo Schmerzen, hallo Verderben, hallo Zorn, hallo Tränen, hallo Scherben, hallo Vernichtung, hallo Sterben, hallo Vorfahren, hallo alle Erben, hallo Zeugung, hallo Verbeugung, hallo Potenzial, hallo Vergeudung, hallo Täuschung, hallo Beleuchtung, hallo Verleugnung deiner eigenen Bedeutung, hallo Möglichkeit, hallo Stille, hallo Entwicklung, hallo freier Wille, hallo Hologramme, hallo Ball aus Licht, hallo alles was du siehst, besitzt du nicht. Jeder, der in Liebe weint, jeder, der am Zorn lächelt, jeder, der ständig seine Form wechselt. Hallo Entdeckung, das Bewusstsein lediglich Raum ist. Hallo realisieren, dass Realität nur ein Traum ist. 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 Der Traum ist echt, die Lüge wahr ist. Das Ende stirbt, der Anfang ist nah. Dass Realität nur ein Traum ist. Dass der Anfang ist nah. Dass Realität nur ein Traum ist. Der Anfang ist nah. Der Anfang ist nah. Ja. Captain Peng. Und genau dieser letzte Part, das ist das, worüber ich gerade gesprochen hatte, ne? Dieses alles annehmen. So. Auch das, wo ich sage, das will ich auf gar keinen Fall annehmen. Da bin ich ein trauriger Kloß, da habe ich versagt, was auch immer. So. Und einfach damit sein. Und sagen, es ist eine Erfahrung, es ist eine Bewertung, es ist ein Konstrukt, was ich hier so vor mich hin denke. Es basiert auf Erfahrungen, die ich früher gemacht habe und Überzeugungen, die ich daraus gezogen habe. Überzeugungen, die mir andere mitgegeben haben und die ich als Wahrheit empfunden habe oder mitgenommen habe, weil es mir so oft gesagt wurde. Und irgendwann aufgehört habe, das zu hinterfragen. Und angefangen habe, Dinge von mir selbst abzulehnen, wegzuschicken, nicht mehr zu ertragen, zu bewerten, zu beschimpfen. So. Und da wieder hinzugehen und zu sagen, das ist alles Teil des Lebens. All das bin ich, all das gehört zu dieser Welt und zu dieser Erfahrung. Selbst die Ablehnung, selbst das Gefühl von, boah, das fühlt sich ganz schön schwer an, boah, das schaffe ich nicht.
Und sich immer wieder damit hinzusetzen und zu sagen, ah ja, das ist jetzt die Erfahrung, dass ich glaube, dass ich das nicht schaffe. Oder dass das zu viel ist, dass ich das nicht aushalten kann. Aber was mache ich denn gerade? Ach ja, ich sitze hier und halte es schon aus. Das ist die Erfahrung. Ich halte etwas aus, von dem ich glaube, dass ich es nicht aushalte. So. Und das ist irgendwie total schön, weil es den Raum so viel größer macht. Und wir immer mehr Facetten in unseren Erfahrungen entdecken können. Dann ist es nicht einfach nur Wut, sondern dann gibt es Abstufungen davon. Ne? Dann gibt es Mischmaschgeschichten mit anderen Gefühlen, mit anderen Gedanken. Und irgendwann gibt es so eine komplexe Welt, dass wir überhaupt nicht mehr glauben können, zu wissen, was bei dem anderen gerade los ist. Dass wir wissen, was der andere denkt oder fühlt oder meint oder sagt. Sondern dann kommt wieder Neugier auf, okay, du bist wütend, aber was genau bedeutet das jetzt? Wie nimmst du das gerade wahr? Und also, ne, so ist es gepaart mit was anderem. Wo kommt das her? Worauf bist du jetzt denn genau wütend? Weil auch in diesem Worauf, dieses, ja, ich bin wütend auf diese Person. Ja, aber worauf genau? Hat sie irgendwas Bestimmtes gemacht? Und was hat das in dir ausgelöst? Gibt es dazu irgendeine Geschichte in dir? Irgendeine Erfahrung, die du schon gemacht hast? Irgendeine Ablehnung an dir selbst oder an, das sollten Menschen nicht machen oder was auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und das ist das Coole, wenn wir aufhören, an Wahrheiten zu glauben oder an die eine Wahrheit zu glauben, sondern anfangen zu entdecken, wie viele Wahrheiten es eigentlich gibt und dass es keine einzige gibt, die wir ablehnen müssen, die wir wegschicken müssen, die wir abwerten müssen, die falsch ist oder richtig, besonders richtig ist oder was auch immer. So. Dann wird es spannend. Dann wird es sehr spannend. Und dann steht vor einem plötzlich irgendwie ein blankes, neues Blatt. Selbst ein Freund, den ich seit 20 Jahren kenne, von dem ich glaube, in- und auswendig zu wissen, was bei dem so los ist, dem begegne ich vielleicht schon seit 10 Jahren mit einem geschlossenen Mindset von, naja, so und so ist die Person. Und kriege vielleicht gar nicht mehr mit, wo die Person sich eigentlich verändert hat. Das passiert ziemlich häufig. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass Menschen nicht mitkriegen, wenn ich mich verändere, weil sie mich immer noch in die alte Schublade stecken, wie ich früher war. Und es gibt auch Menschen, mit denen ich immer noch wieder auch in diese alten Muster hineinfalle, weil es kein anderes Beziehungsangebot gibt, keine andere Offenheit gibt für andere Gedankengänge. Und da immer wieder zu sagen, okay, welche Version von diesem Menschen begegnet mir heute eigentlich? Ich frage nochmal nach. Und ich gucke auf mich und auf die Person anders drauf, liebevoller. So, das erstmal alles meine Gedanken dazu. Wie ging es euch mit dem Song? Wie ging es euch mit meinem wirren Geschwafel? Mit meinem Konstrukt vom Konstruktivismus? Könnt ihr damit überhaupt irgendwas anfangen oder denkt ihr, Kuckuck? Und entsubscribt mir. Ja, lasst es mich gerne wissen. Gebt mir eure Kommentare. Was sind noch vielleicht auch Gedanken, Konstrukte oder Ideen, die ich übersehen habe in dem Song? Wo ihr sagt, ey, Lisi, du kennst jetzt so lange schon den Song, aber das hast du anscheinend noch nicht gecheckt. Oder du hast es vergessen zu sagen oder ausgelassen, ganz mit Absicht. Aber ich will das nochmal hier erwähnen. Dann droppt das auf jeden Fall in die Kommentare. Genau. Und ich kenne auf jeden Fall nicht alle Songs von Captain Peng. Ich habe auf jeden Fall meine Favorites. Die werden auf jeden Fall auch kommen. Einer ist, wie gesagt, Soko Sophie. Wer bist du? Gelernt. Meister und Idiot. Und dann gibt es noch ein, zwei andere, da weiß ich noch nicht, ob ich die mache oder nicht. Aber wenn ihr sagt, oh, du hast da noch ein ganz großes Teil verpasst, das musst du auf jeden Fall machen. Und wenn du das noch nicht kennst, umso besser. Dann droppt mir auch das in die Kommentare. Genau. Ach, Parantatatam. Das ist auch noch ein geiler Song. Wie auch immer. Ihr habt gemerkt, ich bin begeistert von Captain Peng. Und ich freue mich, dass zumindest jetzt erstmal dieses Video auf den Kanal ist. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird jetzt nicht immens explodieren, weil der Fankreis von Captain Peng relativ klein ist. So. Und Captain Peng jetzt auch schon eine Weile nichts mehr gemacht hat. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es einen Teaser gab, dass Captain Peng jetzt so langsam wieder dran bastelt, irgendwie was Neues rauszubringen. Ich hoffe es. Sehr. Genau. Und damit lasse ich es stehen. Wenn ihr Bock auf Captain Peng Reise habt oder ihr sagt, wir brauchen noch andere Künstler, dann droppt mir die in die Kommentare. Und ansonsten subscribt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und auf jeden Fall lasst ihr mir ein Like für dieses Video da. Freue ich mich drüber. Also, macht's gut.